Hallo und herzlich willkommen bei den Orchideen am Fenster. Ich bin Simone und ich habe beim Umtopfen meiner Catasetum Susan Fuchs diese Rückbulbe, ich weiß nicht, abgebrochen oder ob die einfach schon abgestoßen worden war. Aber zum Wegschmeißen war sie echt einfach zu schade. Darum habe ich sie ganz normal wieder eingetopft. Allerdings, vielleicht kannst du das hier sehen, die Basis ist ziemlich angetrocknet. Darum kam der Neutrieb nicht da unten, sondern hier ganz weit oben, dieser kleine Pin. Aber die Position ist denkbar schlecht. Von da oben brauchen die Wurzeln ewig, um ins Substrat reinzugelangen, können vielleicht sogar abtrocknen. Und der Neutrieb, der soll ja mal richtig groß werden, im Optimalfall größer als die Altbulbe. Und darum möchte ich dir zeigen, wie ich mit dieser Pflanze weiter verfahre. Und wenn du dir aus dem Video was mitnehmen kannst, wenn es dir gut gefällt, denk auf jeden Fall an das Däumchen hoch. Ich habe sie jetzt zuerst einmal ausgetopft. Die Wurzeln sind überhaupt nicht übel, die sind eigentlich noch richtig fest. Aber da die Basis so eingetrocknet ist, weiß ich nicht, ob die Wurzeln wirklich noch langfristig versorgen könnten. Wenn das hier eine große Pflanze wäre mit mehreren Bulben, mit genügend Reserven, würde ich den kleinen Pin oben vielleicht einfach abknippen und hoffen, dass weiter unten noch was kommt, aber ich glaube einfach nicht, dass das bei der hier passieren wird. Darum habe ich hier meine sterilisierte Schere, schneide die Wurzeln ab und zeige dir dann, was als nächstes passiert. Okay, den Rest der Bulbe, die eigentliche Bulbe, lasse ich unbeschadet. Wenn du mal zu solchen Maßnahmen greifen musst, weil die Basis fault oder generell matschig wird, schwarz wird, kannst du sie bis zum gesunden Gewebe abschneiden und mit Zimt versiegeln. Aber ich denke, das ist hier nicht nötig, das ist einfach alles nur trocken. Und dann habe ich hier den Topf vorbereitet. Meine altbewährte PET-Methode, Löcher drin, und dann habe ich hier die Kanten bzw. diese Kuhlen mit einem Lötkolben so rausgeschmolzen. Das ist nicht nur sehr einfach und sehr praktisch und der Topf bricht nicht, sondern ich habe hier auch vergleichsweise weiche Kanten, wo die Bulbe dann später drauf liegen kann. Dann habe ich jeweils Löcher reingemacht an den Seiten. Damit werde ich die alte Bulbe fixieren, weil jedes kleine Hin- und Herwackeln kann die neuen Wurzeln beschädigen, am Wachstum hindern. Und so unterstütze ich sie einfach optimal, dass die neue Bulbe dann auch ganz schnell ganz groß wird und ich eine schöne intakte neue Pflanze habe. Ich könnte diese Bulbe jetzt einfach auch noch tiefer einpflanzen, natürlich mit den alten Wurzeln und hoffen, dass die neuen Wurzeln dann so ins Substrat geraten. Ich weiß nicht, ob das jetzt sofort alles wegfaulen würde im Substrat mit der Feuchtigkeit. Oder aber ich könnte die Bulbe normal topfen, wie sie ja eben schon war, und vielleicht so ein kleines Töpfchen oder auch sowas anbringen, dass die neuen Wurzeln erst in das Töpfchen, zum Beispiel mit Moos gefüllt, reinwurzeln und dann tiefer in den Topf gehen. Also so eine Art Schleuse, sag ich mal. Dazu ist es auch immer eine gute Idee, wenn man vielleicht vorher den Topfboden entfernt. Aber wenn die Bulbe dann wirklich größer wird und Blätter bekommt und hoffentlich dann auch noch größer wird als die Altbulbe, finde ich das einfach umständlich. Und langfristig gesehen soll dieser kleine Neutrieb ja ausreifen und nochmal einen Neutrieb bilden und so weiter und so fort. Und irgendwann müsste ich die alte Bulbe sowieso entfernen. Ich habe hier noch einen anderen Fall. Und zwar ist das hier die Catasetum Gerhard Leiste. Eigentlich genau der gleiche Fall. Beim Umtopfen ist die allerletzte Bulbe abgebrochen oder ja, wie gesagt, vielleicht schon von der Pflanze abgestoßen worden. Und ich fand es viel zu schade, die einzelne Bulbe wegzuschmeißen, habe sie dann so auf Substrat gelegt. Es kam ein Neutrieb, das war dann der hier. Und vor 2 Monaten kam dann, naja, der Neutrieb am Neutrieb, das ist der hier. Und
Du siehst an der Farbe der ältesten Bulbe, die wird schon gelb, die wird jetzt langsam ausgezehrt, die wird immer schrumpeliger werden. Und während der jüngste, kleinste Neutrieb reift, wird diese Bulbe sich total auflösen. Und irgendwann kann ich sie dann abdrehen und habe eine ganz normale, intakte Pflanze im Topf sitzen. Und das möchte ich bei der Susan Fuchs auch erreichen. Ich habe den Boden schon mal mit einem anorganischen Medium gefüllt. Bei mir sind das immer am liebsten Kieselsteine, schön gewaschen. Dort wird sich später das Wasserreservoir befinden, wo sich die Wurzeln bedienen können. Wenn du Lust hast, mehr über diese PET-Methode zu erfahren, da habe ich noch ein anderes Video, das verlinke ich dir mal oben in der Info. Und ich werde jetzt mit Schichten arbeiten. Ich fange an mit ein bisschen angefeuchtetem Moos. Das hält Feuchtigkeit und hat außerdem noch den Vorteil, dass die Wurzeln die Feuchtigkeit erkennen und spüren und sofort wissen, wo sie hinwollen. Also ich mache das mit allen meinen Kataseeten so. Dann kommt Pinienrinde. Ich benutze da nicht die dollste Pinienrinde, nicht die hochwertigste Pinienrinde. Gerade bei diesen Pflanzen ist es ja sogar ganz gut, wenn viel Feuchtigkeit enthalten bleibt. So. Und dann kommt noch mal eine Schicht Moos. Denn ganz klar, diese Orchidee, diese Catasetum wird noch für lange Zeit nicht gewässert werden. Da dringen die Wurzeln schön leicht ein. Das ist ein schönes, weiches Material. Na, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und auf dieses Bett kommt jetzt meine kleine Bulbe. So drauf. Natürlich am besten so, dass der Neutrieb irgendwie mittig sitzt. Ich hoffe, du siehst das jetzt. Kannst auch noch ein bisschen drehen, so vielleicht. Und dann nehme ich mir einen Faden her. Das geht auch mit Kabelbindern oder so, aber du weißt ja, ich mag gern Materialien, die man immer wieder benutzen kann. Eingefädelt. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Die sitzt schön fest. Da kann sich jetzt der Neutrieb schön nach oben entwickeln. Die Wurzeln gehen dann zur Seite oder zu einer Seite, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Werden durch keinerlei Bewegungen gestört. Sie bekommt jetzt viel Licht, das kann sie schon vertragen, eine gute Luftfeuchtigkeit und weiteres Wasser, wie gesagt, bekommt sie jetzt noch gar nicht. Das wird auf jeden Fall noch 6 Wochen, 8 Wochen dauern, vielleicht sogar noch mehr. Wir werden sehen, wie sie sich entwickelt. Und wenn du noch mehr Lust hast auf Tipps und Tricks und Infos zu Kataseten, die ja meine absoluten Lieblingsorchideen sind, schau wieder rein hier bei den Orchideen am Fenster.